Hallo und willkommen zu dieser Erkundung, die wir speziell für Sie zusammengestellt haben. Heute geht es um Europa. Ein Begriff, der so viel mehr ist als nur, eine Landkarte. Genau. Wir schauen uns die Idee an, die Gemeinschaft, vielleicht sogar, das Gefühl, das in den Quellen mitschwingt, die Sie uns gegeben haben. Mhm. Diese Materialien zeichnen schon ein Bild davon, was Menschen meinen könnten, wenn sie sagen, wir sind Europa. Ja, genau. Unser Ziel ist es ja heute, aus diesen vielfältigen Dokumenten, also Ihren Notizen, Artikeln, vielleicht auch persönlichen Berichten, so die wesentlichen Erkenntnisse herauszuholen. Richtig. Was macht Europa aus, so wie es hier dargestellt wird? Wir schauen uns die Vielfalt an, klar, die politische Dimension der EU, auch individuelle Erfahrungen und die Bedeutung im Alltag. Fangen wir doch mal mit was Offensichtlichem an, was aber in den Quellen immer wieder kommt. Diese schiere Größe und gleichzeitig diese Nähe. Über 450 Millionen Menschen leben hier. Eine riesige Zahl. Ja, verteilt auf Dutzende Länder, jedes mit eigener Geschichte, Sprache, Kultur. Und man kann, so beschreiben es ja die Quellen, oft in wenigen Stunden mit dem Zug von einer Welt in eine, völlig andere eintauchen. Mhm. Von Deutschland nach Frankreich, nach Polen, nach Italien. Okay, also packen wir das mal aus. Was steckt hinter dieser Faszination der Vielfalt, die Ihre Quellen da so stark betonen? Ja, was hier faszinierend ist, ist vielleicht weniger die Tatsache, dass es Vielfalt gibt, das ist ja nun ja bekannt, sondern wie die Quellen diese Vielfalt beschreiben. Ah, okay. Es ist eben nicht nur eine Liste von Unterschieden. Es ist mehr so ein Gefühl der unmittelbaren Erfahrbarkeit. Anna, die Sie ja in Ihren Unterlagen erwähnen, die beschreibt das ja nicht nur als spannend, sondern ja, fast schon als Luxus. Stimmt. An einem Tag am Meer, am nächsten in den Bergen, diese geografische Kompaktheit bei gleichzeitiger kultureller Tiefe, das scheint so ein zentrales Element dieses europäischen Gefühls zu sein, wie es hier rüberkommt. Eine, erlebbare Vielfalt, keine abstrakte. Das leuchtet ein. Und diese Nähe, die wird ja nicht nur geografisch, sondern auch kulturell beschrieben, oder? Man reist schnell, man isst anders, hört andere Musik, wie Sie sagten. Genau. Aber die Quellen deuten ja auch an, dass gerade diese Nähe manchmal das Gefühl verstärkt, wie wenig man doch eigentlich voneinander weiß. Martha aus Polen zum Beispiel, die wird ja zitiert mit dem Wunsch nach mehr kulturellem Austausch. Ist das nicht ein Widerspruch? Diese große, erlebbare Vielfalt und gleichzeitig so eine Art, Wissenslücke? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Ihre Quellen da aufwerfen. Ein direkter Widerspruch ist es vielleicht nicht. Eher eine Spannung, würde ich sagen. Okay, eine Spannung. Ja, die Möglichkeit zur Begegnung ist da, so wie vielleicht nie zuvor. Aber die Quellen legen nahe, dass die reine Möglichkeit eben nicht automatisch zu tiefem Verständnis führt. Marthas Wunsch zeigt ja, die physische Nähe, also durch offene Grenzen und Reisefreiheit, die garantiert halt noch keinen mentalen oder kulturellen Brückenschlag. Vielleicht ist es gerade die Leichtigkeit des Reisens, die einen manchmal so an der Oberfläche bleiben lässt. Ah ja. Man erlebt die Vielfalt, klar, aber versteht man sie auch in der Tiefe? Das scheint eine offene Frage in Ihren Materialien zu sein. Und diese Spannung zwischen Vielfalt und dem Wunsch nach, Einheit oder zumindest Verständnis, die zieht sich ja auch durch die politische Dimension, die Europäische Union, die EU. Ganz genau. Ein Großteil Europas, 27 Mitgliedstaaten, politisch verbunden. Die Ziele, wie in den Quellen genannt, Zusammenarbeit, Handel und, ganz zentral, Frieden. Tom aus Ihren Unterlagen, der nennt ja die sehr konkreten, alltäglichen Vorteile, die viele auch schätzen. Richtig, und diese Vorteile sind ja nicht trivial, das muss man sagen. Das Reisen ohne Passkontrolle im Schengen-Raum zum Beispiel, das wird ja in den Quellen mehrfach erwähnt. Das ist eine enorme Erleichterung. Absolut. Oder die Freizügigkeit, also die Möglichkeit, in einem anderen EU-Land zu arbeiten, zu studieren, sich niederzulassen, das ist ja ein Grundrecht innerhalb der EU.
Und das hat das Leben vieler Menschen, denken Sie an Luca aus Italien, der in Deutschland studiert hat, wie es in den Quellen steht, grundlegend verändert. Ja. Und der Euro natürlich als gemeinsame Währung in vielen dieser Länder, nicht überall, klar, aber der vereinfacht Handel und Reisen natürlich enorm. Das sind so die greifbaren Pluspunkte, die die Quellen klar benennen. Aber es wäre ja keine ehrliche Betrachtung ihrer Quellen, wenn wir nur die Sonnenseite zeigen würden. Die Materialien verschweigen ja auch die Kritik nicht. Stimmt. Es gibt Stimmen, die die EU als zu groß empfinden, zu bürokratisch, zu weit weg von den Bürgern. Dieses Gefühl von Entscheidungen aus Brüssel, überrollt zu werden, wie es manchmal heißt. Wie detailliert gehen die Quellen denn darauf ein? Bleibt das bei so einem allgemeinen Gefühl oder gibt es da konkrete Beispiele? Die Quellen scheinen hier unterschiedliche Tiefen zu haben. Einerseits wird dieses Gefühl der Entfremdung oder der Überregulierung schon erwähnt, also das Gefühl, dass die da oben in Brüssel entscheiden, ohne die Realitäten vor Ort genug zu kennen. Ja. Andererseits liefern sie jetzt nicht unbedingt detaillierte Fallstudien in diesem spezifischen Material, sondern es ist eher die allgemeine Wahrnehmung, die rüberkommt. Verstehe. Spannend ist aber der Kontrast, der sofort aufgemacht wird. Anna wird ja zitiert mit dem Satz, alleine ist jedes Land klein, zusammen sind wir stark. Das ist die Gegenperspektive. Genau, das ist die direkte Gegenperspektive. Die Komplexität und vielleicht auch die Bürokratie als notwendiger Preis für gemeinsame Stärke und Einfluss in der Welt. Die Quellen stellen diese beiden Sichtweisen halt nebeneinander. Sie laden quasi dazu ein, abzuwägen. Überwiegt für Sie persönlich der empfundene Kontrollverlust oder doch der Gewinn an gemeinsamer Handlungsfähigkeit? Das ist eine gute Frage, die man sich da stellen kann. Und hier wird es, finde ich, wirklich interessant, wenn wir auf die ganz persönlichen Stimmen schauen, die Sie zusammengetragen haben. Ja. Diese Zitate machen ja dieses abstrakte Gebilde Europa erst so richtig lebendig. Da ist Carlos aus Spanien, der hat eine fast schon emotionale Verbindung zum Frieden. Er erinnert daran, dass seine Großeltern noch Krieg erlebt haben. Für ihn ist die heutige Freiheit, also zu reisen und in Frieden zu leben, keine Selbstverständlichkeit. Das ist schon ein starkes Statement, oder? Absolut. Und es verankert die ganze Diskussion ja auch in der Geschichte. Der Frieden ist eben nicht nur ein abstraktes Ziel der EU, sondern eine ganz konkrete Erfahrung des Mangels für frühere Generationen. Richtig. Und das wird dann von Jüngeren wie Carlos als hohes Gut wahrgenommen. Das ist ein wichtiger Ankerpunkt in ihren Quellen. Aber dann haben wir, wie Sie erwähnten, Marta aus Polen. Ihr Fokus liegt woanders. Ja, auf dem Kulturellen. Genau, auf dem kulturellen Miteinander. Der Wunsch nach mehr echtem Austausch, nicht nur so oberflächlichen Begegnungen. Sie will verstehen, nicht nur besuchen. Und dann Luca aus Italien, der sieht Europa ganz klar als Chance. Sein Studium in Deutschland, die internationalen Freundschaften. Für ihn scheint Europa ein Raum der Möglichkeiten zu sein, ein Sprungbrett sozusagen. Die Quellen deuten ja an, dass diese positive Sichtweise, also Europa als offen und vielfältig, besonders bei jüngeren Menschen verbreitet ist. Sehen die Quellen da eher einen Generationskonflikt oder sind das einfach unterschiedliche Schwerpunkte? Die Quellen scheinen weniger einen Konflikt zu zeichnen, als vielmehr eine Bandbreite an Perspektiven und Erwartungen darzustellen. Die haben vielleicht auch mit der persönlichen Lebenssituation zu tun, mit der Herkunft. Macht Sinn. Carlos' Fokus auf Frieden ist historisch grundiert, klar. Marthas Wunsch nach kultureller Tiefe kommt vielleicht aus einer Region, die starke eigene Traditionen hat und jetzt den Austausch sucht. Und Lukas' Erfahrung als Student im Ausland ist naturgemäß positiv auf die Chancen fokussiert. Was die Quellen aber auch andeuten, ist, dass nicht jeder diese Chancen gleichermaßen wahrnimmt oder nutzen kann. Es gibt ja auch Hinweise auf das Gefühl, ausgeschlossen zu sein oder eben die Kritik an der Bürokratie. Stimmt. Europa ist also in diesen Stimmen kein monolithischer Block. Es ist eher ein Mosaik aus Dankbarkeit, Hoffnung, Kritik und dem Wunsch nach Weiterentwicklung. Es ist, wie es eine Quelle nennt, ein Projekt.
Nicht abgeschlossen, sondern im Fluss. Wie wirkt dieses Mosaik auf Sie, wenn Sie diese Stimmen so zusammenhören? Es zeigt vor allem, finde ich, wie persönlich Europa ist oder sein kann. Und das bringt uns zu einem weiteren Aspekt, der in den Quellen sehr lebendig wird. Das Entdecken Europas durch Reisen und Kultur. Das ist ja fast schon eine Einladung. Ja, das stimmt. Von den norwegischen Fjorden bis zu den griechischen Stränden, da wird ja ein weiter Bogen gespannt. Lisa, die in ihren Notizen vorkommt, erzählt ja sehr anschaulich von ihrer Zugreise. Berlin, Prag, Wien, Budapest. Sie beschreibt nicht nur die Orte, sondern die Begegnungen mit Menschen und dieses Gefühl, Geschichte hautnah zu erleben. Genau, und das ist ja mehr als nur Sightseeing. Ihre Quellen positionieren das Reisen, insbesondere Zugreisen wie mit Interrail, das wird ja explizit für junge Leute erwähnt, als eine Form des Lernens und Verstehens. Ah, okay. Es geht darum, die Vielfalt, von der wir sprachen und die Martha sich ja auch wünscht, tatsächlich mit eigenen Augen zu sehen und zu spüren. Wenn Lisa in Prag über die Karlsbrücke geht oder in Budapest am Donauufer steht, dann ist das ja nicht nur ein schöner Ausblick. Nein. Es ist eine Begegnung mit gemeinsamer europäischer Geschichte, mit Verbindungen, aber eben auch mit Brüchen. Die Quelle legt nahe, dass diese direkte Erfahrung den Blick verändern kann. Wie meinen Sie das genau, den Blick verändern? Naja, die Quellen implizieren halt, dass das eigene Erleben helfen kann, Stereotypen abzubauen. Wenn man Menschen trifft, ihre Perspektiven hört, die Atmosphäre einer Stadt aufnimmt, dann wird dieses abstrakte Bild vom Nachbarland oder von Europa einfach konkreter, menschlicher. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es fördert möglicherweise genau das Verständnis, das Martha sich wünscht. Aber, und das ist wichtig, die Quellen idealisieren das Reisen nicht unbedingt. Es wird als Chance dargestellt, klar, aber ob diese Chance dann auch genutzt wird, um wirklich tiefer zu blicken, das bleibt offen. Fördert so eine schnelle Tour durch 5 Hauptstädte wirklich tiefes Verständnis oder eher eine Bestätigung von Klischees? Diese Frage schwingt da möglicherweise mit. Ein interessanter Punkt. Man sieht viel, aber lernt man auch wirklich was? Hängt vielleicht auch davon ab, wie man reist? Vermutlich. Aber Europa ist ja nicht nur Urlaubsziel. Die Quellen betonen ja auch stark, dass Europa im Alltag präsent ist. Oft ganz unbemerkt. Im Supermarkt zum Beispiel. Käse aus Frankreich, Olivenöl aus Italien, Wurst aus Deutschland. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Ja, das ist die wirtschaftliche Integration, die da im Alltag sichtbar wird. Aber die Quellen gehen ja noch weiter. Zum Beispiel mit dem Arbeitsumfeld. Tom, den wir schon erwähnten, der arbeitet ja in einem europäischen Unternehmen. Stimmt. Sein Team besteht aus Kollegen aus 5 verschiedenen Ländern. Die Arbeitssprachen sind Englisch und Deutsch. Und er beschreibt das als Bereicherung, als Lernprozess. Das ist schon ein starkes Bild für das, was die Quellen als gelebtes Europa darstellen. Absolut. Dieses Beispiel von Tom illustriert ja genau das, was oft als Kern des europäischen Gedankens beschrieben wird. Menschen aus verschiedenen Nationen leben, lernen und arbeiten zusammen. Sie überwinden Sprachbarrieren, tauschen Ideen aus. Die Quellen scheinen hier nahezulegen, dass genau diese alltäglichen, oft ja unspektakulären Begegnungen im Kleinen das Fundament für das große Ganze legen. Es normalisiert sozusagen die Internationalität. Ja, und es wirft die Frage auf, wie weit diese Normalität denn schon gediehen ist. Ist Toms Erfahrung typisch oder doch eher die Ausnahme? Wo begegnet Ihnen, unserem Zuhörer, dieses internationale Miteinander im eigenen Umfeld? Gute Frage. Ist es im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, im Verein oder eben auch im Beruf? Die Quellen laden ja dazu ein, den eigenen Alltag mal daraufhin abzuklopfen, wo ist Europa bei Ihnen schon angekommen? Bei all diesen Facetten der Vielfalt, der Politik der EU mit ihren Vor- und Nachteilen, den persönlichen Stimmen, dem Reisen, dem Alltag, da gibt es einen Punkt, auf den die Quellen immer wieder mit großem Nachdruck zurückkommen. Fast wie ein Fundament unter allem: der Frieden.
Das ist wohl der historisch wichtigste und ja emotional tiefste Punkt in ihren Materialien. Es wird ja explizit daran erinnert, warum die europäische Einigung überhaupt begann. Genau. Nach den Trümmern und der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs gab es einfach diesen festen Willen der Gründerväter und Mütter, nie wieder Krieg zwischen diesen Nationen. Mhm. Die Zusammenarbeit begann ja vorsichtig, erst im wirtschaftlichen Bereich, Kohle und Stahl, die Montanunion wird genannt. Ja. Und das weitete sich dann über Jahrzehnte immer mehr auf politische Bereiche aus. Die EU in ihrer heutigen Form ist ja das Ergebnis dieses langen Prozesses. Und das Resultat, das die Quellen da hervorheben, ist ja tatsächlich bemerkenswert. Über 70 Jahre Frieden zwischen den Mitgliedstaaten und ihren Vorgängern. Ja. Eine historisch wirklich beispiellos lange Periode ohne Krieg in einer Region, die über Jahrhunderte von Konflikten zerrissen war. Genau das betonen die Quellen. Diese lange Friedenszeit ist eben keine Selbstverständlichkeit. Sie ist eine aktive Errungenschaft der europäischen Integration. Mhm. Gerade in der heutigen Zeit mit neuen globalen Spannungen und Konflikten quasi vor den Toren Europas wird dieser Aspekt als fundamental wichtig dargestellt. Die EU, so die Aussage in ihren Unterlagen, ist nicht nur ein Wirtschaftsraum oder eine Reisezone. Nein. Sie ist ein aktives Friedensprojekt. Sie ist die Basis, auf der all die anderen Freiheiten und Möglichkeiten, also das Reisen, Studieren, Arbeiten, über Grenzen hinweg überhaupt erst gedeihen können. Dieser Punkt wird als das vielleicht wichtigste, wenn auch manchmal im Alltag übersehene, Vermächtnis Europas herausgestellt. Also wenn wir jetzt versuchen, so die Essenz aus dieser gemeinsamen Betrachtung ihrer Quellen zu ziehen, was bleibt da hängen? Europa, so wie es hier beschrieben wird, ist ein unglaublich vielschichtiges Gebilde. Absolut. Es ist geografische und kulturelle Vielfalt auf engstem Raum direkt erlebbar. Es ist eine politische Union, die greifbare Vorteile wie Reisefreiheit und den Euro bringt, aber eben auch Debatten über Bürokratie und Souveränität auslöst. Richtig. Es ist ein Kontinent voller Geschichte und Kulturen, der zum Entdecken einlädt, aber auch dazu, tiefer zu blicken. Und es ist, wie wir gesehen haben, Teil unseres Alltags durch Produkte, internationale Begegnungen, gemeinsame Regeln und, ganz fundamental, es ist ein Friedensprojekt, Ja. das aus der leidvollen Geschichte des Kontinents erwachsen ist und diese Erfahrung als Mahnung und Auftrag begreift. Die Quellen zeigen Europa als etwas, das trotz aller Unterschiede und Spannungen verbindet und einen Rahmen für Zusammenarbeit schafft. So, wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, was bedeutet das nun für Sie, nachdem wir uns durch Ihre Materialien gearbeitet haben? Das ist eine gute Frage. Die Quellen selbst enden ja, wie Sie sagten, sehr passend, mit einer direkten Aufforderung zum Nachdenken. Was bedeutet Europa für sich persönlich? Genau. Und nach unserer gemeinsamen Erkundung all dieser Aspekte, Reisefreiheit, Euro, gemeinsamer Markt, aber auch kulturelle Vielfalt, persönliche Chancen und die lange Friedenszeit, möchten wir diese Frage an Sie weitergeben. Mhm. Was ist Ihre ganz persönliche Antwort darauf? Vielleicht gerade jetzt, nach dieser intensiven Beschäftigung mit dem Thema. Gibt es einen Aspekt aus Ihren Quellen, der für Sie besonders heraussticht? Sei es die wirtschaftliche Seite, die kulturelle, die politische oder eben die historische Friedensdimension? Ja. Gibt es eine konkrete Erfahrung, die Ihr Bild von Europa geprägt hat? Oder vielleicht eine Frage, die sich Ihnen jetzt erst recht stellt? Eine Spannung, die Sie weiterdenken möchten? Was nehmen Sie aus dieser Betrachtung mit für sich? Das war unsere gemeinsame Erkundung Ihrer Europaquellen. Wir hoffen, diese zusammenfassende und, analysierende Betrachtung war aufschlussreich für Sie. Bis zum nächsten Mal.